Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Did you learn something yesterday about the mystery and the time are two different things and both need to be figured out? Hast du gestern gelernt, dass das Geheimnis und die Zeit zwei verschiedene Dinge sind, die beide herausgefunden werden müssen? Patience is an important aspect in the prophetic realm. Geduld ist ein wichtiger Aspekt im Bereich der Prophetie. It will help you not get off track. Sie hilft dir, nicht vom Weg abzukommen. Now look how the Apostle Peter continues. Schau mal, wie der Apostel Petrus weitermacht. The Spirit of the Anointed One was in them. Der Geist des Gesalbten war in ihnen. We know that every time the Passion uses this phrase, the Anointed One, it talks about Jesus. Wir wissen, dass jedes Mal, wenn die Passion-Übersetzung den Ausdruck der Gesalbte verwendet, sie von Jesus spricht. So the Spirit of Jesus was already in them as they prophesied about Jesus. Der Geist Jesu war also bereits in ihnen, als sie über Jesus prophezeiten. Isn't that incredible? Ist das nicht fantastisch? So they prophesied about a Jesus that they don't know, while that Spirit is already in them. Sie weissagen also über Jesus, den sie nicht kennen, während sein Geist bereits in ihnen ist. And look what it says. Schau mal, was da steht. And it was pointing prophetically to the sufferings that Christ was destined to suffer. Und wies prophetisch auf die Leiden hin, die Christus erleiden sollte. And I'm so glad he did not finish here. Ich bin so froh, dass er nicht hier aufhört. Because he said, and the glories that would be released afterwards. Denn er sagt, und auf die Herrlichkeit, die danach folgen würde. Now, let me talk a little bit about this. Ich spreche jetzt ein wenig darüber. Do you know, there is such a huge question in so many Christian lives about suffering. Viele Christen beschäftigen sich mit der großen Frage zum Thema Leiden. Many years ago, the Lord clearly showed me, Vor vielen, vielen Jahren hat mir der Herr deutlich gezeigt, and I've taught that it's somewhere on the internet, ich habe darüber gelehrt, es ist irgendwo im Internet, that Christians can either use their suffering or waste their suffering. dass Christen ihr Leid entweder nutzen oder verschwenden können. I'm telling you, when I understood this, it brought such an incredible change to my life. Als ich das begriffen habe, hat sich mein Leben stark verändert. Do you know why a lot of people are stuck when there is any suffering in their lives? Weißt du, warum viele Menschen nicht weiterkommen, wenn es in ihrem Leben Leid gibt? Because instead of asking the question, how can I use this suffering? Weil sie sich nicht fragen, wie kann ich dieses Leid nutzen, They ask the question, why am I suffering? sondern fragen, warum leide ich? And this is a question that many times brings no answer. Auf diese Frage gibt es oft keine Antwort. Now, I understand that the question is good to ask when it's because you're suffering because of consequences of stupid choices. Ich verstehe, dass es gut ist, diese Frage zu stellen, wenn du unter den Folgen einer dummen Entscheidung leidest. But only so that you can learn not making the same bad choices. Aber nur, damit du lernst, nicht dieselben schlechten Entscheidungen zu treffen. Why did God allow this accident? Warum hat Gott diesen Unfall zugelassen? Why did this cancer happen? Warum ist dieser Krebs aufgetreten? Why? Warum? And we get so stuck with the question to figure out why we suffer, Wir bleiben so sehr bei der Frage hängen, warum wir leiden, which often we will never have an answer anyhow. worauf wir oft sowieso nie eine Antwort finden werden. Instead of saying, how can I now use that suffering? Anstatt zu fragen, wie kann ich dieses Leid jetzt nutzen? There is a redemptive purpose in every suffering of every Christian. Find it, my friend. Es gibt einen erlösenden Zweck in jedem Leiden eines Christen. Finde ihn, mein Freund. Once I understood that, suddenly I was not afraid of suffering anymore. Als ich das verstanden hatte, hatte ich plötzlich keine Angst mehr vor Leiden. Now this might sound strange to some of you. Das mag für einige von euch seltsam klingen. I even went through suffering excited. Ich bin sogar begeistert durch Leiden gegangen. You know, I went through suffering with this attitude, I am going to use this suffering to bring glory from it. Ich bin mit folgender Einstellung durch Leiden gegangen. Ich werde dieses Leid nutzen, um daraus Herrlichkeit zu gewinnen. My friend,
Mein Freund, If everything works together for good in the life of a Christian, wenn sich im Leben eines Christen alles zum Guten auswirkt, as long as he walks in love, solange er in Liebe wandelt, that means even what the devil could do to me, it's going to bring glory. bedeutet es, dass selbst das, was der Teufel mir antun könnte, Herrlichkeit bringen wird. So look, the prophets, they figured out the suffering, but they also figured out the glories afterwards. Sieh mal, die Propheten haben die Leiden vorausgesehen, aber sie haben auch die Herrlichkeit danach vorausgesehen. I love so much Hebrews chapter 12. Ich liebe Hebräer Kapitel 12 wirklich sehr, Since we are surrounded with such a great cloud of witnesses, da wir von einer so großen Wolke von Zeugen umgeben sind. let us put aside every sin that so easily entangles us. Lasst uns jede Sünde ablegen, die uns so leicht umgarnt. All that weight, throw it off. Werft all die Last ab And then look at Jesus. und dann schaut auf Jesus. And then it tells us that Jesus endured the cross because he saw the glory that was beyond the cross. Dann heißt es, dass Jesus das Kreuz ertrug, weil er die Herrlichkeit sah, die jenseits des Kreuzes lag. See, when Jesus went to the suffering, he already saw you and he already saw me. We are his glorious reward. Als Jesus zum Leiden ging, hat er dich und mich schon gesehen. Wir sind seine glorreiche Belohnung. Isn't it funny and strange in the human being? Sind wir Menschen nicht komisch und seltsam? We all want the glory, but we don't want to suffer. Wir alle wollen die Herrlichkeit, aber wir wollen nicht leiden. I would love to cross the finish line of the marathon, but I don't want to suffer the training. Ich würde gerne die Ziellinie des Marathons überqueren, aber ich will nicht beim Training leiden. My friend, you might walk through difficult moments right now, and I don't want to belittle that. Mein Freund, möglicherweise gehst du jetzt durch schwierige Momente. Ich will das nicht herabsetzen. I'm not even wanting to say that God wants you to suffer this. Ich will auch nicht sagen, dass Gott will, dass du das erleidest. I'm not saying that. Das sage ich nicht. But what I'm saying is don't get so stuck in why am I going through this? Why am I going through this? Was ich allerdings sagen will, ist, versteife dich nicht so sehr darauf, warum mache ich das durch? Warum mache ich das durch? Go ahead and say, God, I believe there's glory for me beyond the suffering and I'm going to find the glory. Geh weiter und sage, Gott, ich glaube, dass es jenseits des Leidens eine Herrlichkeit für mich gibt und ich werde diese Herrlichkeit finden. I'm going to look at it, I'm going to find it, Ich werde sie schauen, ich werde sie finden and I'm going to walk patiently and victoriously through the suffering because I already sing the song of glory before I see the glory. und ich werde geduldig und siegreich durch Leiden gehen, denn ich singe bereits das Lied der Herrlichkeit, bevor ich die Herrlichkeit sehe. See, true faith sings the song of victory in the crisis and not after the victory. Siehst du, wahrer Glaube singt das Lied des Sieges in der Krise und nicht nach dem Sieg. There is glory for you, my friend. Es gibt Herrlichkeit für dich, mein Freund. So don't get stuck in your suffering. Bleib also nicht in deinem Leiden stecken. See you tomorrow. Bis morgen.